Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Diesmal geht es um The Riftbreaker. Das haben wir ja schon mal angespielt in, ich glaube, 3 Parts. Damals, wie es noch nur eine kleine Demo war. Und ja, jetzt ist es soweit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch nicht richtig eingestellt. Nö. Mann, das ist alles zu groß. Skalierung der Auflösung. Ändert die effektive Auflösung, die das Spiel gerendert wird und verwendet Autoskalierung des... Oh. Interessant. Leistung, ausgewogen, Qualität, gehen wir mal auf Ultra-Qualität. Schön, dass es ja jetzt da das schon gibt. Das ist natürlich sehr praktisch. Warum auch immer der Rest hier nicht geht. Egal. So, dann eine neue Kampagne. Wir bleiben auf normal. Und starten wir hinein. Reporting successful jump procedure. Roger that. Begin field-based setup. Houston, I've spotted something near the LZ. It's closing in. Gut. And here we are. Rift jump successful. All systems check. Gravitational strength 1.05 G. Atmospheric pressure within safe levels. Magnetic field check. Error. Repeat magnetic field check with stationary equipment. Star system positioning check. Milky Way galaxy. Sycorax belt. Planet Galatea 37. Ashley, we have arrived. Welcome to Galatea 37, Mr. Riggs. It's so beautiful here. Virtual simulations on Earth were good, but this is amazing. An alien tropical paradise. And we're the first humans to experience it. I'm not exactly human. You have a few parts missing as well. And the paradise part is also left to be determined. Remember your training, Ashley. We should set up a base as soon as possible. You could at least pretend to be human. Just a bit. But you're right. There's no going home until we can construct a functioning rift station. Let's start with the basics. Ashley, construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. Finally, let's place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Ja, brauchen wir aber erst einmal ein Vorkommen. Boah! Da haben wir was. Baumenü, Hauptquartier. Das ist
Finde ich jetzt nicht ganz der richtige Ort. Aber bitte. Oder doch? Ja, vielleicht doch. Wir haben hier natürliche Mauern. Vielleicht ist sogar genau der richtige Ort. Headquarters construction is in progress. This is going to be our main base of operations on Galatea 37, our new home. We have to protect this building at all costs. You will be teleported here whenever I am critically damaged. There is no other backup if this building is destroyed. That's basic training, Mr. Riggs. Let's focus on the less obvious things. I am required to remind you of basic protocol, even if we've done this before. Our base will require huge amounts of power to operate. Right now, we can only construct some basic power plants. Wind turbines and carbonium power plants. Hey, Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Oops. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources. We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Ja, wenn ich irgendwann... Ich kann nichts bauen. Warum kann ich nichts bauen? Wie komme ich denn ins Baumenü? Wo ist Kasten B? Naja, das soll einer verstehen. Ashley, I'm sure that our presence will not go unnoticed. We should build up our base as quickly as possible. Ja, wir arbeiten ja dran. Standard protocol advises to set up walls and sentinel towers around the base. However, I don't expect as much aggression from the native fauna as in the simulations. So far, it looks like the long-range quantum scans were very accurate. The local fauna and flora appear almost exactly like during training. Oh, yeah. Follow the protocol, Ashley. The environment in the simulation was very accurate, that's true. But the scenario was crafted by Riftbreaker Command. They usually focus on the brute force aspect of these missions. Do you want to run a brute force check if this is a simulation? You never give up, do you? Do you? Okay, Mr. Stubborn. I guess it won't hurt to set up some solid defenses, just in case. Thank you, Captain Novak. You're welcome, Mr. Riggs. So. Nein. So. Wir brauchen dringend mehr Power. Gut. Die müssen aber noch versorgt werden, verbunden werden. Alles klar. So, next thing. Wir brauchen Mauern. Solaranlagen kommen dann später. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Verteidigung errichten. Na komm. Doppelt hält besser. So. Tor können wir nachher einbauen.
hier eine. Und jetzt sollten wir mal größtenteils sicher sein. Relativ. Zumindest mal fürs Erste. Oh boy. Was war das? Und das Meteorit drüber geflogen oder so? Oh, wir sollen Wachtürme bauen. 6 Stück. Oh boy. Wir brauchen mehr Energie hier mal. Viel zu wenig einfach. Dann können wir hier mehr Abbaustellen draufsetzen. Dann kriegen wir mehr Ressourcen. Nein. Verdammt. Ashley, I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades, and also manufacture field repair kits, as well as other usable items. And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. Gut, jetzt kriegen wir erstmal ordentlich Ressourcen. Aber wir haben schon wieder zu wenig Energie. Verdammt. Mal sehen. Bauen wir hier ein paar Solarpaneele hin. Ja, ist noch nicht hell genug dafür, verdammt. Aber es kommt noch. Ja, das kommt auch noch. Aber wir brauchen auch Türme. Ah! Ich will immer irgendwie Shift drücken oder so für genaues Bauen oder solche Sachen. Also mit der Steuerung zurechtkommen. So, jetzt brauchen wir dann bald einen I don't have KI-Knoten. enough AI cores to support any more defensive towers. Shit. You will need to construct additional AI hubs to expand our defenses. Remember to build more power plants before you do that. AI hubs consume a lot of energy. Allerdings, ja. So, Zeit haben wir eh noch ein bisschen. Da haben wir auch momentan genügend Energie erstmal. Aber wir brauchen... die da... Oh, da brauchen wir Ironium. Das ist das Problem. So, wir brauchen davon einiges leider, oder? I'm detecting a large Yeah. group of creatures heading towards our position. It looks like our presence is being noticed. Ashley, we don't have a lot of defensive structures. Prepare to fight. I guess you were right about setting up more defenses. We'll have to handle this ourselves. Remember to use repair kits if necessary. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Wir brauchen so viele Sachen jetzt, so für ein Gebäude. Mann!
So weit, so gut. Gut, die kommen von dort und die Türme sind auch hier. Das ist ja schon mal sehr gut. So weit, so gut. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Ashley, are you still skeptical about the local creature's level of aggression? I'm skeptical about the procedures for prepping this planet for colonization. Humanity lost its love for nature after the Yellowstone eruption. But that doesn't mean we shouldn't try to preserve this ecosystem. Earth is barely habitable at this point. We have to secure Galatea 37 for colonization and resource extraction as soon as possible. Excessive care about the local environment is unnecessary. That's not entirely true. Other rift-breaking missions have already secured a number of resource-rich planets for humanity. We're not on the brink of extinction. Our goals on this mission are clear, and our survival and security is the top priority. Damage to the ecosystem is inevitable. You wanted to come here yourself, and you knew what has to be done. Are you doubting the mission? I know what has to be done. That's not the point. Galatea has to be prepared for colonization. I don't doubt that. If I didn't come here myself, then someone else would have. I believe that we can do this in a better way. We have to defend ourselves and secure the necessary resources to set up the Rift Station. But we don't have to destroy all the wildlife we encounter. Humanity doesn't need another stripped-down factory world. If we want to progress as a species, then we should study this planet and learn how to blend with the environment and prepare a safe home for humanity. Genau. Muss nicht immer alles in Grund und Boden stampfen und bomben. Hier ist noch ein bisschen das Problem, dass die momentan noch zurückschlagen. It looks like we have the base up and running. If you'd like to construct more advanced buildings, you'll have to upgrade the headquarters building. Unfortunately, this process also emits a lot of high-frequency energy waves. These creatures are clearly drawn to our energy emissions, so it will be like an alarm bell for them. We should strengthen our defenses before upgrading the HQ. Ja, dann werden wir das mal machen. Schau mal, hier können die durch. So. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch Energie. Gut, damit arbeiten jetzt auch die. Heißt allerdings wieder mehr zu verteidigen für uns. Nein. Jetzt da. So. Defense. Turm und Turm. Warum hat der keinen Strom? Was? Ist doch hier angeschlossen. Oh, wir haben keinen Strom mehr, deswegen. Ah. No energy. Wir brauchen viel zu viel Energie gerade.
Mist. Ja, Energie ist hier unser konstantes Problem dann. Das kann ich ja jetzt schon verraten. So, also zu viel Energie gibt's nicht. Okay. Verbinden jetzt das auch gleich können. 72, 64. Oh, der Wind legt offensichtlich ein bisschen zu. Es wird wieder etwas besser. Mal sehen. Ach, wir haben was. Solarkraftwerke. Bringen uns jetzt gerade noch nichts, aber später, und wir werden einen Haufen Batterien bauen. Energiespeicher haben wir eh. Perfekt. Gut, Freunde, aber das war's dann auch wieder für den ersten Part hier von Riftbreaker. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!